So, liebe Leute, es kann weitergehen mit dem Let's Play Xenogears. Ich bin Nationen Aveh und wir befinden uns schon im nächsten Kampf, so wie es aussieht. Beim letzten Mal sind wir in Disc 2 reingestartet von Xenogears. Wir sind abgestürzt, nachdem uns hier Ramses ja vom Himmel geballert hat. Elly und Fei waren schwer verwundet, haben sich an ihr früheres Leben erinnert. Damals, wo Fei Layson hieß und sie Sophia hieß. Die Schutzgöttin hier von... Oh mein Gott, die Stadt da, wo... Margie angebetet wird. Ich habe den Namen vergessen, tut mir leid. Zumindest wir waren dann hier bei Tower, der uns hier wieder geflickt hat mit Nanomaschinen und haben dann hier einen Hilferuf erhalten. Ignis wird nämlich angegriffen. Fei kann scheinbar jetzt hier ID kontrollieren, was ja ehrlich gesagt ziemlich krass ist. Und zum anderen hat hier Taurus gesagt, der mit Garf gesprochen hat, dass Garf in Wahrheit Layson ist. Das bedeutet also, Layson ist irgendwie eine andere Art von Fei. Ein Vorgänger oder was immer. Also es wird immer stranger. So. Und ja, wir versuchen gerade Ignis zu retten vor Solaris-Gruppen, aber Ramses greift es wieder an. On my way to Ignis, I reencountered him. Kaiher. Ramses. Ramses once again stood in my way. In this Omnigear vendetta. It was the unavoidable battle. I released the now function that was added to my Mark. Was steht da? Mark II Gear. System ID. Oh mein Gott, Attack Level Infinite? Was? Was? Okay, ich finde das natürlich sehr gut. Beschwöre ich mich natürlich ganz so gar nicht. Oh mein Gott, Mann. Ja, stimmt, wir können jetzt einfach mal hier IDs Kraft nutzen. 5000 Schaden! Okay, das wird, glaube ich, kein so harter Kampf. Ihr seht jetzt, das wird das größte Problem an Disc 2 sein, dass es halt sehr viel geskippt wird. Das halt... Oh mein... Hä? Sehr schön. Hauptsache er trifft. Hauptsache er darf zweimal angreifen. Ja klar, ich gehe wahrscheinlich echt noch down, wenn es so weitergeht. Hä? Ich check nicht, wieso ich mit meinem 3 komme, wenn ich treffe. Also, okay, mit dem 4 komme... Blaze Pulse, MS Power to Attack. Mir wurscht, was du machst. Du machst irgendwas Fieses. Mir fällt nichts Besseres ein, was ich sonst machen kann. Der covert nämlich irgendwie. Building up Power. Vielleicht muss ich ihn da angreifen. Okay, jetzt ist mein Super-Modi weg. Super. Was ist denn mit dir? Throwwave. Wie war das nochmal? Wir sollen das nicht so oft einsetzen. Broke Blazed Pose. Ist das gut oder ist das schlecht? Ja, ne, scheint gut zu sein. Ja, komm, hör auf. Alter, der macht voll viel Schaden, Mann. Ich hab noch 8000 Leben. Ich sterbe hier. Alter, triff halt mal, du Lutscher. Das geht doch echt nicht, Mann. Ich treffe mit meinem 3... Also, von mir ist, dass ich mit meinem 4 Kommis nicht treffe, verstehe ich, aber wieso mit den 3 Kommis nicht? So kannst du das nicht einfach... Dankeschön. Was ist das? Ramses' absolute confidence was shattered. Leaving only his cry of disbelief and resentment. Ramses' machine disappeared into the sea of the foliage. Why was so fixated on me? I don't know why, but he did say this. If only you didn't exist. Bam, bam, bam. Und so haben wir jetzt den großen Abschluss von Ramses' Hass-Tirade in einem kleinen Nebensatz bekommen, oder? Schön. In order of displace the nanomachines, Emerald and I headed for one of the ruins of the Zebuim civilization, the mass drive facility.
Fortunately, the facility was still active, which allowed us to proceed to the central control room with little difficulty. Ja, sehr einfach. Einfach nur Dialog lesen, ohne random encounters. Along the way, we saw various missiles and giant rockets that were created during the Zeboim era. They stood like tombstones of the ancient civilization. It was a graveyard for a race of people who destroyed each other over pride and arrogance. Once arriving at the central control room, we met up with Citan, who helped us activate the mass driver. We succeeded in launching the capsule containing the nanomachine, which would release the seal limiter. Also, ihr seht jetzt schon, es ist natürlich jetzt ziemlich krass, wie das Spiel jetzt hier im Endeffekt skippt. Wir haben jetzt hier keinen Dungeon gehabt mit Elly. Ramses wurde nicht mal einen Dialog bekommen. Das ist schon ziemlich krass, aber das werden wir in Disc 2 jetzt, wie gesagt, sehr straightforward bekommen. Das ist das zumindest, was ich gehört habe. The nanomachines that were scattered into the upper atmosphere began to multiply and spread throughout the whole of the world. The nanomachines glittered in the sunlight, falling like a large river of the sky. The glitter would remove the bounds restraining everyone. It was to be our light of hope, our regain back of our true freedom. Solaris' mobile surface supremacy weapon invaded the area with the great forces. Shivat and Nissan standard gear battalions were no match against it. It was only a matter of time before the Solaris mobile weapon arrived in Nissan. After we pushed back the Solarian gear units, we headed for Nationen, to the Kislev capital's administrative district. We went there to obtain our one and only means of standing up against the mobile weapon. Okay, ist aber nett, dass ich speichern darf. Hat mein Gear jetzt eigentlich wieder voll Leben oder ist der jetzt wieder kaputt? Darf ich das nur so erfahren? Okay, hat wieder voll Leben, sehr schön. Also wir werden jetzt, wie gesagt, auch sehr wenig Dungeons noch haben. Also es wird wahrscheinlich schon noch ein paar geben, aber der Großteil wird jetzt einfach hier bam, 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 straightforward hier, wie wir es halt hier haben, erzählt. Also Cutscene, 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 Cutscene. Ja, Bossfight. Nicht, dass ich mich da beschweren würde. Kann ja Game. Oh, leg mal los, oder? Aber was holen wir denn Shivat? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. The Kislev capital's Northern Central Administrative District itself was a secret battleship constructed by Bart's ancestor, Roni Fatima, after the Great War with Solaris many hundreds of years ago. Ich find's lustig, dass die grünen Pfeile da noch sind. The existence of the secret battleship remained hidden. Later, the ship was turned into the section of Kislev Imperial Capital during the founding of the Empire. Oh mein Gott, das ist ein Schiff! Ja, kannst du. Uncovering the truth from the ancient records, Bart activated the secret battleship in order to fight against the Solarian mobile surface supremacy weapon. The sand cruiser Yggdrasil was actually the center of command, and also the main secret weapon of the craft. Awakening from 500 years of dormancy, its true form appeared before us. Commanded by its new master, the secret battleship stood before the mobile weapon, with all of us inside of it.
Transformer, Rollout! Superdimensional Gear, Yggdrasil 4. Alright, transformation complete. Come on, Monster, let's go. Oh, was ist denn das? Okay, 160. Alter, wie viel Leben habe ich? Ich Main Cannon, Eva Cannon. 9000. Scheiß drauf! Die Bordmissile. Oh, ich hab kein Benzin mehr. 9000 Schaden, einfach mal so. Ja. Schön. Weil jetzt habe ich noch irgendwie, habe ich kein Benzin mehr. Egal. Oh mein Gott, ist das Ding geil, Mann. Ach, schade. Das finde ich schade, dass es geskippt worden wäre. Mir hat das sehr gut gefallen, dann wie Bart da hochgeht und dann, da haben wir eine geheime Waffe und dann, muss ich mit dem gegnerischen Kaiser zusammensprechen, müssen zusammenarbeiten und dann, Leute, das ist die Bordmissile! Jetzt geht's los, Mann. Das hätten wir so gut vorstellen können. Haben wir den Gears übrigens immer dabei? Ich hoffe, ja. Das Ding kann doch nicht mehr als 9.999 Leben haben, Mann. Okay, es kann 98.000 Leben haben wie wir. Das Viech hat übrigens gar keine Chance, Mann. Ich meine, schau dir an, wie wenig Leben das abzieht, Mann. Oh, 4.000. Also, Omni-Gears sind nichts gegen das Viech, was wir hier gerade haben, Mann. Transformers, Rollout. Entspannter Fight, Mann. Bitte, ich weiß gar nicht, bring mir Level noch was aus in dem Spiel, ich weiß es nicht. Okay, akzeptabler Fight. So, listen Sie mal. The Solaris mobile weapon was destroyed, which brought the sea of relief to the continent of Ignis. Peace was signed, and after some 500 years of division, the land of Ignis once again became united. Excitement spread throughout Aveh, Nissan, Kislev, Shivat. The sky shimmered as it is to celebration by the hands of Elly, Citan, Tara, and Emeralda. The nanomachines had been dispersed into the atmosphere. That was when disaster struck. Our songs of victory were replaced by the sounds of total pandemonium. In the beginning, we had no idea what had transpired. We witnessed unexplainable phenomena. People from all parts of the globe began to mutate into abnormal forms. It seemed to be triggered when the nanomachine removed the limiter seal that was placed on humankind by Kraylan in the past. The human form of its innate abilities released. That was I remembered what Hammer had said back in Solaris. His words were, what becomes of the normal humans? Die Menschen haben ihre Form verloren. Was ist denn das? Und sie wurden dann hier zur Bestien. Also Bestien ist übertrieben, aber eben zur, ja, Sachen wie eben Rico und Hammer. So their natural domination, because the resurrection of God is near. Those two will become the body of our servant. I never knew so many would exist even without using the key. But some of them still have yet begun to germinate. Are they not destined to be this flesh of God? Or perhaps those are the enemies of God. Let us reactivate the strategic points of the Soylent. At any rate, they are just simply mutants. They are useless now in their half-finished form. God's apostles, there cannot be any harm in having too many of them. Also unsere Lösung hat ja mehr oder weniger nur Schrecken der Welt gebracht. Ramses und Myang, oder? Wer sonst? The chains of restraint humankind have been removed because of you.
But it doesn't mean there's anything wrong with our plan. Everything is still under control. In the event of the explosion in the capital of Solaris earlier, I had set up a nanomachine virus to diffuse into the atmosphere. I knew they were eventually going to break the seal, but the timing was a little close for comfort. The current mutation of the humans are an initial response to the virus. Once the virus was spread over the world germinates inside of the humans, they are no longer the same. They change into a controllable form. We need humans that do not depend on the keys in awakenation in order to awaken. In other words, a being to take the place of the original body of God. It's like a Trojan horse released at the time of the assimilation with God. A literal virus, but isn't it different from what they intended? Of course, we can't let them have it their way. The Ark of God is mine. Either way is fine by me. I will just side with whichever is more certain one anyway. Hä? Wie? Was? Weiß immer noch nicht genau, was das heißt. The Soylent System, a group of facilities formed created by Solaris. Oh nein. Das soll eine Heilwerkstatt sein. Those facilities existed all over the earth. It is said originally they were used for biological experience and brainwashing. Und jetzt soll es die Leute heilen, oder? The people who mated it into what they were called wells, or the true form of humans gathered in these facilities. Some of the humans turned wells were attacking healthy humans and devouring their flesh and blood. That is because healthy human flesh and blood eased the pain of their sudden molecular changes and let them live longer. Their lives were so short. Soon after, several mutated beings started to seek the flesh and blood of the less mutated beings. The Soylent System divides and merges those mutated bodies on a molecular level. A set of facilities that recreate a more perfect single life form to be used as a weapon. Also die Menschen werden hier, also diese mutierten Menschen werden genommen, sich gegenseitig umbringen, dass sie sich gegenseitig umbringen und daraus wird etwas erschaffen, Mann. This was the truth behind the Gaza Ministry of M-Plan. Ein Körper für Gott, oder? Alter, ist das furchtbar, Mann. Go to those facilities and you will be freed from the unbearable agony. So people gathered, seeking a fulfillment of the promise. There is salvation there. The news spread although no one actually uttered it. The mutated blood probably taught such people to gather there. We went here to destroy the Soylent System. There, humans fought amongst themselves, greedily for limited pardons to live. It was an ugly battle to keep the living, or so it may have seemed to the casual passerby. But to me they were desperately trying to live. It was each person's natural human form. There were the haves and the have-nots. And among them were some of my former friends from Solaris. They wanted our flesh and blood. They told us the haves should share the have-nots. They asked if a have
such as myself could understand the pain. Erzählt übrigens das Citan oder Elly hier? I couldn't answer. Elly ist das. No matter what I said, it would have sounded like a conceit, half speaking. Even so, I wanted to relieve their anguish, and I decided to do so. Just like the person in the memory of my dreams, in the distant past. Then suddenly the system went out of control. The sufficient mass, a monstrous organism, still in the process of amalgamation, broke through the barrier of the life support facilities and stood before us. No longer of human form, that which was once humans began eating the people gathered there seeking relief. We had to fight it in order to save the people and in order to save him. The eyes of that which was once human looked at me, pleading for death. To take away the agony. Member Chain, schauen wir mal. Nee, perfekte Party passt. Safen könnten wir, wenn ich darf. Darf ich noch? Hallo? Danke. So, immer mal speichern. Wir wissen nicht, was passiert. Es ist alles ein bisschen strange und ich habe keine Ahnung, Mann. Also, es ist alles ein bisschen strange. Wie gesagt, weil alles hier hat ja auch so, überstürzt natürlich kommt man. Also, dieses Säulen-System kannten wir schon und im Endeffekt, also diese Whales sind gar keine genmodifizierten Menschen. So wie es ich dachte. Im Endeffekt sind es ja normale Menschen, denen hier dieser Limiter entfernt wurde. Und dieser verwandelt sich dann in diese ursprüngliche Form. Aber heißt es, alle Menschen... Also es gibt keine richtigen Menschen oder... Oh mein Gott, ich weiß meine Kompass nicht mehr. Doch, Crystal Water. Oh, ich habe vergessen, Citan ist jetzt zum Gott geworden. Wahrscheinlich wäre schlau, die Kleinen anzugreifen. Außer frisst sie alle. Nein! Keine Elementkombos. Keine Elementkombos. Keine Elementkombos. Keine Elementkombos. Ein Drecksviech, Mann. Oh mein Gott, was hat Elly für eine Waffe, frage ich mich gerade. Ich heile ihn. Ich heile ihn. Nein, ich heile nicht. Okay, sehr gut. Sie hat doch so Elementar-Dinger. Block-Eater-Effekt. Ja gut, dann. Das stört mich nicht. Ich weiß nicht, die Kleinen, es sind jetzt im Endeffekt nur Menschen und ich weiß nicht, ob sie jetzt... Ob sie jetzt gefressen werden oder nicht gefressen werden, aber ich hau jetzt einfach mal auf den Großen. Ah, sie greift mich doch an. Oh, das ist aber nett. Ah ne, ich dachte, die haben mich gehalten. Ah, der Große scheint am schlimmsten zu sein. Und Ether-Attacken kann ich ja nicht machen, das haben wir gesehen. Das ist echt schlecht. Zum Glück habe ich Gott Citan. Mugetsu! Einfach mit seinem Schwert, er ist so krass, Mann. Ich hoffe so, mit seinem Umbegierde hat er dann auch ein Schwert, Mann. So, weiter im Text. Und drauf. Alle! Er jumpt über meine Attacke oder so. Aber ganz ehrlich, ich dachte, Solaris ist jetzt... okay, scheinbar die Hauptstadt ist nicht alles von Solaris, weil ich dachte echt gesagt, wenn wir die bezwungen haben, dann könnte hier das Abenteuer hier geschafft sein. Aber in Wahrheit war das mehr oder weniger jetzt ja nur der Anfang, Mann. Also, ihre Supermaschinen, mit denen, die sie um die Welt hier verteilt haben. Okay, wo ist das bezogen? Ist das gut? Okay, jetzt müssen wir hier die normalen bezwingen. Die sind stärker als der Große, um ehrlich zu sein. So. Er ist mit seinem Schwert so cool, Mann. Und ja, die goldene Frage ist jetzt im Endeffekt, also, was machen wir jetzt noch? Jetzt müssen wir auf einmal hier die Menschen vor Solaris wieder retten. Die jetzt hier, oh mein Gott, Mann. Also, aber wie gesagt, das Schlimmste ist im Endeffekt, dass wir der Menschheit jetzt nicht geholfen haben, Mann. Also hier mit unseren Dingen, was wir erschaffen haben, also mit den Limiter im Endeffekt, haben wir alles nur noch viel schlimmer gemacht.
Ich hab voll Leben, ihr könnt mich gerne haben. So, jetzt könnt ihr angreifen. Greif bitte Fei oder so an. Aber kann man die nur mit Ether-Attacken alle machen? Das wäre gut zu wissen. Ich teste es einfach mal. Ach, da hinten gammelt auch noch einer. Schauen wir mal. Weil dann zerstöre ich jetzt gleich alle mit Elly. Habe ich schon mal gesagt, dass Citan der coolste Mensch auf der Welt ist? Ich glaube schon öfters. Okay, gut, so geht es schon alles ein bisschen leichter. Dann ist jetzt Ether-Zerstörungszeit. Aqualord. Da ist kein Wasser, aber egal. Was? 54. Sorry, I failed. Also, er hat es wieder verkackt, Mann. Ja gut, das kennen wir leider schon. Machen wir wieder den da. Oh mein Gott, er ist so cool, Mann. Aber ich finde es irgendwie geil, echt grausig, was hier abgeht, Mann. Ich dachte mit Solaris, also hätten wir jetzt irgendwie, ja, ich weiß nicht, das müssen wir dann nur noch diesen Rad da bezwingen. Aber so wie es aussieht, beginnt unser wahrer Kampf erst jetzt. Ich weiß leider keine anderen Kombis mehr. Ich habe alles vergessen, Mann. Der Große, bleibt jetzt eigentlich da liegen oder wartet der nur wieder, dass er aufsteht? Aber ich glaube, es war eine gute Idee, erst auf den Großen zu gehen. Okay, weit geschafft, war jetzt nicht so schwer. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Xenogears und dann schauen wir mal, wo unser Weg uns das nicht sehen führt. Bis dann, auf Wiedersehen, ciao.